In diesem Video zeige ich dir, wie du ein Quiz in deinem Online-Kurs erstellst und welche Fragetypen und Einstellungsmöglichkeiten es gibt und wie dies aus Teilnehmersicht aussieht. Sehen wir uns mal an, welche Fragetypen möglich sind. Du kannst Multiple-Choice-Fragen erstellen und definieren, wie viele Antworten richtig sind und wie viele Punkte es für richtige oder Minuspunkte es für falsche Antworten gibt. Du kannst Single-Choice-Fragen erstellen, bei denen nur eine Antwort richtig ist. Hier kannst du festlegen, wie viele Punkte es für die richtige Antwort gibt. Bei diesen beiden Fragetypen kannst du entscheiden, ob die Antworten automatisch bewertet werden sollen oder du diese manuell prüfen möchtest. Bei offenen Fragen erhältst du eine schriftliche Antwort von deinen TeilnehmerInnen, die du dann manuell prüfst und bewertest. Um dein Quiz zu erstellen, rufe die Kurslektion auf und klicke rechts auf den Tab Quiz. Aktiviere das Quiz. Siehst du den Toggle dafür nicht, prüfe, ob du die Seite als statische Seite angelegt hast und passe das an. Hinterlege den Einführungstext, der über dem Quiz erscheint. Entscheide als erstes, ob das gesamte Quiz automatisch geprüft werden soll oder du die Antworten manuell prüfst. Für eine Multiple-Choice-Frage kreuze mehrere Antworten auswählbar an. Wähle aus, ob die Antwort richtig oder falsch ist und entscheide über die Punkte. Klicke auf Antwort hinzufügen, um weitere Antworten zu erstellen. Tipp: Überlege dir vorher, an welcher Position die falschen und die richtigen Antworten stehen sollen und hinterlege sie in der Reihenfolge. Sie werden deinen TeilnehmerInnen in derselben Reihenfolge angezeigt. Ich habe jetzt hier 4 Antworten erstellt, 2 richtige mit 1 Punkt und 2 falsche mit 0 Punkten. Da die Antworten automatisch bewertet werden sollen, legst du unter automatische Bewertung fest, wie viele Punkte notwendig sind, um das Quiz zu bestehen. Rechts siehst du, wie viele Fragen das Quiz hat und wie viele Punkte maximal möglich sind. Dann kannst du auswählen, ob die TeilnehmerInnen erst in die nächste Lektion kommen, wenn das Quiz bestanden wurde. Damit kannst du steuern, dass die TeilnehmerInnen auch bei Kursen ohne Drip-In Schritt für Schritt durch den Kurs gehen. Im Kurs sieht das dann so aus. Die Seite ist mit einem Symbol verschlossen und rechts gibt es den Hinweis dazu, warum. Lege fest, ob das Quiz wiederholt werden kann, wenn es nicht bestanden wurde. Dies ist hilfreich, wenn das Bestehen notwendig ist, um in die nächste Lektion zu kommen und du dies eher als Gamification einsetzt und nicht für Prüfungsfragen. Hinterlege dann deine persönlichen Texte, die angezeigt werden, wenn das Quiz bestanden oder nicht bestanden wurde. Hinweis zum angezeigten Namen von dir beim Quiz. Wir zeigen nach Absenden des Quiz deinen Vor- und Nachnamen an. Passt das für dich nicht, hinterlege in den Profileinstellungen den gewünschten Anzeigenamen als öffentlichen Namen. Dieser wird dann auch angezeigt, wenn du in deinem Kurs einen Kommentar schreibst. Bei einer offenen Frage lasse bitte Quiz-Antworten automatisch prüfen und bewerten und definiere die Antwortmöglichkeiten deaktiviert. Du kannst dann noch einen individuellen Text hinterlegen, der beispielsweise erläutert, wie es nach dem Absenden des Quiz weitergeht. Wichtig: Vergiss nicht, dein Quiz zu speichern. Um dein Quiz zu testen, mache einen Testkauf und teste es aus deinem Käuferkonto heraus. Das Quiz aus Teilnehmersicht. Hier ein paar Einblicke in das Quiz aus Teilnehmersicht. Multiple-Choice-Fragen. Anzeige nach bestandenem Quiz. Ergebnisanzeigen bei einem bestandenen Quiz. Dein hinterlegter Text bei bestandenem Quiz. Und zu guter Letzt die offene Frage. Damit solltest du jetzt gut gerüstet sein, um dein eigenes Quiz erstellen zu können. Viel Erfolg dabei! Du bist mit deinem Online-Business noch nicht bei uns? Dann registriere dich als Anbieter unter ablefy.io und teste alle Funktionen 14 Tage kostenlos.